Ja, Biene, da sind wir wieder. Ja, hallo Benny. Heutiges Thema ist die Absicht. Und die Absicht wird ja von der geistigen Welt durch dich sehr oft erwähnt. Und damals habe ich natürlich noch gedacht, Absicht gleich mit Wille. Bis du dann mal erzählt hast, dass Absicht sehr viel mehr ist als nur der reine Wille, dass sich das aus sehr, sehr vielen Bausteinen zusammensetzt. Richtig. Und ich glaube, das ist auch die meistgestellteste Frage von den Leuten. Woher weiß ich, dass ich wirklich in einer tiefen Absicht bin? Also das wäre ich eigentlich ständig gefragt. Und so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, glaube ich, ist es weit verbreitet, dass die Menschen meinen, es ist Wille. Es hat mit Wille eigentlich gar nichts zu tun. Und könnte man jetzt auf menschlicher Ebene auch vergleichen, wenn ich die Absicht habe, mich gesund zu ernähren oder Sport zu machen, heißt es noch lange nicht, dass ich es tue. Und bei der spirituellen Absicht ist es eben genauso. Also allein die Absicht reicht überhaupt nicht aus. Also das sind wirklich mehrere spirituelle Komponenten. Also nicht allein der Wille reicht nicht aus, sondern du hast gerade gesagt, die Absicht reicht nicht aus. Der Wille reicht nicht aus. Genau. Habe ich mir versprochen, Entschuldigung. Der Wille reicht nicht aus. Und die Absicht setzt sich aus verschiedenen energetischen Komponenten zusammen. Und das ist eigentlich gleichzusetzen mit einem Ritual auch, weil es immer ähnlich abläuft. Also die energetischen Komponenten für eine Absicht sind immer die gleichen. Und diese Bündelung dessen, was dann in das vereinigte Chakra endet, das wäre dann die tiefe Absicht. Und das wird deshalb so oft gesagt bei den Schritten oder in den Channelings, weil umso tiefer du in der Absicht bist, also umso intensiver die Energien gebündelt sind und sich in dir ausdehnen, umso mehr Energie kannst du aufnehmen. Das ist das eine, was ja schon mal sehr wichtig ist. Aber das, was gleich danach kommt oder gleich wichtig ist, ist, dass durch die tiefe Absicht die Energien sich auch gleichmäßig verteilen können. Die Aspekte, die wir in uns tragen. Also jeder Mensch trägt 18 Aspekte in sich. Und alle Aspekte sind gleich wichtig. Und alle Aspekte versuchen, Energie aufzunehmen. Und je nachdem, welchen Aspekt du besonders viel Aufmerksamkeit schenkst, wird am meisten genährt. Und das führt aber dann oft dazu, dass die Energien eben unausgeglichen sind. Also die Aspekte sollten im vollendeten oder gebündelten Zustand, wenn sie vereinigt sind, tragen sie oder zirkulieren sie im Gleichgewicht, also im energetischen Gleichgewicht. So wird Absicht erzeugt. Und wir nennen das vereinigtes Chakra. Und wenn man jetzt den Lichtkörper anschaut, was ist überhaupt ein Chakra oder wie kann man das sehen, dann kann ich jetzt sagen, wenn man sieht im Lichtkörper, sind es verschiedene energetische Lichtfelder, die unabhängig voneinander alle zirkulieren. Das ist ein Chakra. Es gibt ja mehr Chakren. Genau, weil das gängige Bild ist ja tatsächlich dieses Rad, was man kennt aus dem Vedischen, ne? Dieses eine Rad. Siehst du das auch so, oder? Ja, davon spreche ich ja auch oft, von diesem Rad, von diesem spirituellen Rad. Aber die Chakren sind eigentlich sichtbar im Lichtkörper als energetische Lichtpunkte. Also ich drücke es jetzt menschlich vereinfacht aus, ja? Die wie so kleine Blinklichter, die einfach blinken. Und man kann einfach, wenn man einen Lichtkörper betrachtet, sehen, welche mehr blinken und welche weniger blinken. Und die zu bündeln und zu vereinigen, das nennt man das vereinigte Chakra. Das ist eben etwas ganz Wichtiges, weil man dann in dem vereinigten Chakra, nur dann kann man die gesamte Energie in sich ausdehnen. Also das geht nur so energetisch, das geht anders nicht. Also deswegen geht es eben mit Willen nicht. Es geht eben nur mit Absicht. Und wenn man jetzt im Spirituellen sehr geübt ist, also wie es jetzt, darf ich jetzt mal sagen, wie es bei uns ist, mit den Schritten und so, sind die Menschen ja schon so geübt in diesem ganzen Ritual vom vereinigten Chakra, dass oft ein Atemzug ausreicht,
um diese Chakren tatsächlich zu vereinen. Aber wie gesagt, es geht nicht mit Willen, sondern es geht nur mit energetischer Bündelung und tiefer Absicht. Und die tiefe Absicht erzeugst du durch Vertrauen, durch Loslassen, durch Offenheit, Hingebung. Also es sind alles energetische Komponenten, die dazu führen, dass deine Absicht tiefer und tiefer wird. Also umso mehr du dich fallen lassen kannst, umso mehr du vertraust, umso offener du bist, umso tiefer ist deine Absicht. Dann ist das Vereinigen dieser Energien dann tatsächlich nur noch ein Atemzug. Und wenn du diese Vereinigung, wenn die stattgefunden hat, dann kann man halt sehen, dass diese Lichtpunkte, die ich vorher genannt habe, sich tatsächlich wie ein goldener Lichtball vereinigen und sich sozusagen mit deinen Arten immer weiter ausdehnen. Und das ist auch die Bewusstwerdung deines Gotteslichtes. Also so geht ja die Absicht schon mal los. Also wenn man ganz vorne anfängt, jeder Mensch, bin ich wieder beim Gleichen, egal welche Religion, egal was ein Mensch auch glaubt, ob er glaubt oder nicht glaubt oder wie auch immer, trägt dieses Gotteslicht in sich. Das ist so. Und dieses Gotteslicht, das zirkuliert auch immer. Bei dem einen mehr, ausgedehnter, bei dem anderen etwas weniger, aber es zirkuliert. Und das ist auch unbewusst. Also das wird auch nicht bewusst gesteuert, das ist wie die Atmung, das ist einfach da. Aber der Unterschied ist, wenn du bewusst dich auf dieses Gotteslicht fokussierst, dann passiert im Lichtkörper ganz viel. Also das ist wirklich außerordentlich schön zu betrachten. Also wenn die Menschen sich wirklich bewusst ihrem Gotteslicht zuwenden, dann zirkuliert die Energie in ihnen ganz anders. Und dann kommt eben das dazu, wie was vorher gesagt wurde, wie tief ist dein Vertrauen, wie weit kannst du dich fallen lassen, wie offen bist du, was ist mit deiner mentalen Ebene. Im besten Falle hält der mystische Heilgeist Einzug, also diese mystische Energie, die wichtig ist, um diese mentale Ebene frei werden zu lassen. Und dann vereinigen sich diese Energien und das ist dann das vereinigte Chakra. Mhm. Und dann kannst du eben Energie aufnehmen. In der Tiefe. Das ist, finde ich, schon sehr wichtig. Also ich glaube, dass Absicht auch etwas damit zu tun hat mit Leichtigkeit und Freude, dass es nicht ins Verbissene geht. Auch das ist mir bekannt von Menschen, die dann so... Das ist ja dann wieder dieses Willen, ich will etwas. Genau, ne? Und das Verbissene, und was halt wirklich nicht zuträglich ist, ist dieser Zweifel. Also ist bei mir die Absicht tief genug? Bin ich jetzt wirklich in der tiefen Absicht? Also ich würde da mit sehr viel mehr Leichtigkeit und Freude rangehen, weil Leichtigkeit und Freude erzeugt halt dann auch wieder diese Offenheit und das Vertrauen und das gehört einfach alles zusammen. Im Grunde genommen ist es eigentlich etwas sehr Kindliches, dass man sich freut, etwas in sich entdecken zu können, etwas in sich vereinigen zu können, etwas dadurch Geschenke zu erhalten. Also die Energien, die überbracht werden, sind ja dann auch Geschenke. Und das geht halt mit Verbissenheit nicht, das geht nur mit Freude und Leichtigkeit. Und deshalb ist der Zweifel da wirklich fehl am Platz. Also, und Zweifel ist auch nicht gleich Wahrhaftigkeit. Auch das verwechseln die Menschen oft.
dass sie meinen, wenn sie nicht zweifeln, sind sie nicht wahrhaftig. Also nicht hinterfragen, ne? Nicht hinterfragen, ja. Also hinterfragen ist immer wichtig. Also das ist ganz wichtig. Es ist ja auch ein Abtasten, hat ja wieder mit Achtsamkeit auch zu tun. Ne? Also hinterfragen ist wirklich wichtig und Wahrhaftigkeit. Aber nicht in diesem Punkt der Absicht. Weil die Absicht ist ja auch ein Attribut, was gut zu fühlen ist. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu der Achtsamkeit. Kannst du die Absicht gut fühlen. Und du spürst ja diese Freude, dass du das praktisch machst. Also wenn jetzt ein Channeling kommt und die geistige Welt sagt, geh in die Tiefe und atme in einen Rhythmus und einen tiefen Atemzug und so weiter und so fort. Das geschieht ja mit einer gewissen Freude bei den Menschen. Also so kann es ich im Kollektiv sehen. Und dann bist du auch in der tiefen Absicht. Also das braucht man dann nicht zu hinterfragen. Das ist dann eigentlich nicht so gut, weil in dem Fall Zweifel, Energien sind halt, wenn man es jetzt mit menschlichen Worten bezeichnet, ja, sind Energien sehr empfindsame Lebendigkeiten. Wesenheiten, Lebendigkeiten. Lebendige Energien. Ja, lebendige Energien, sie sind sehr empfindsam. Und Energien kann man sehr leicht verflüchtigen sich sehr schnell. Und also jeder Mensch wird grundversorgt mit Energien, sonst könnte er gar nicht leben. Aber wir reden ja jetzt von Spiritualität im Sinne von tieferer Spiritualität. Auch da ist es so, dass Energien sich sehr leicht verflüchtigen. Oder Energien einfach zirkulieren in einen Rhythmus, der für dich vielleicht in diesem Moment nicht richtig und nicht gut ist. Und das liegt dann daran, dass eben diese Absicht nicht so tief ist, dass dein Chakra tatsächlich vereinigt ist. Und wie gesagt, da reichen Zweifel aus, um dass sich die Energien wieder verflüchtigen. Genau. Lass uns aber bitte nochmal den Menschen nochmal unter die Arme greifen, die eigentlich eine tiefe Absicht haben und dann an sich zweifeln, weil sie mal gezweifelt haben, ob die Absicht noch groß genug ist. Kannst du das nochmal wiederholen? Natürlich. Du hast ja einmal gesagt, dass wenn jemand mit einer tiefen Absicht etwas beginnt im Spirituellen, dann ist das wie ein großer Teppich, der sich ausbreitet, auf dem man aufbauen kann. Was du meinst, ja. Und dann gibt es ja Menschen, die zwischendrin auch mal anfangen zu zweifeln. Kennt ja jeder von sich. Das sind natürlich auch, gerade im Spirituellen, mit der geistigen Welt, sind natürlich auch krasse Themen. Ne? Ja. Die muss man erstmal greifen können. Ja. Und dann kommt vielleicht jemand in Zweifeln und hat jetzt das Gefühl, das ist wie so ein Bruch. Du brauchst gar nicht weiterreden, ich habe es jetzt verstanden. Ich habe es vorher noch nicht ganz verstanden, was du gesagt hast. Also was ich jetzt vorher alles gesagt habe, ist diese Absicht, die man braucht, um Energien aufzunehmen, also praktisch das Chakra zu vereinigen. Ja? Und dann gibt es ja eine gewisse Grundabsicht. Wenn jetzt Menschen zum Beispiel bei uns jetzt die Schritte gehen, in einen Erwachungsprozess oder wie auch immer. Und da gibt es einfach Menschen, die sind in einer tiefen Absicht und durch irgendwelche äußerlichen Umstände oder weil an der Oberfläche zu viel Energien sind, die sie in Zweifel bringen oder was auch immer da ist, zweifeln sie halt. Ja, verlieren ihre Absicht für eine Zeit lang. Das passiert öfters. Das ist nicht so schlimm, weil wie gesagt, die Grundabsicht, die Grundeinbettung aller Energien, die du aufnimmst, wenn du in tiefer Absicht bist, die bleibt ja. Die kann sich nicht mehr verflüchtigen. Also ich habe jetzt nur von dem gesprochen, wie es ist in dem Augenblick, wenn du ins vereinigte Chakra gehst. Ja. Und wenn ein Mensch mal seinen Zweifel hat und sozusagen nicht sich erst wieder finden und sortieren muss, in seinem Vertrauen und dann wieder zurückkommt, das passiert ja ganz oft, dann zirkulieren die Energien eigentlich sofort wieder. Also da brauchen sich die Menschen keinen Kopf machen. Und das ist auch wichtig zu wissen, dass Zweifel auch normal sind.
das ist jetzt nichts Verwerfliches oder nichts, wo man sich irgendwie Vorwürfe machen muss. Das ist halt einfach so. Ich glaube, dass halt wirklich wichtig ist, die Grundhaltung gegenüber der Spiritualität. Und in dem Augenblick, wenn du spirituell wirkst, dann tatsächlich mit einer tiefen Absicht. Also das ist das, was wirklich zählt und was wichtig ist. Wenn du jetzt spirituell wirkst, ohne Absicht, also ohne große Absicht, dann verflüchtigen sich die Energien. Also dann bringst du nicht wirklich was zustande. Also dann kannst du die Energien nicht richtig aufnehmen, sie können sich nicht richtig verteilen, sie können nicht in die Erdung gebracht werden, sie verflüchtigen sich einfach. Also deswegen Absicht und Absicht, also das sind zwei ganz verschiedene Themen, über die wir jetzt geredet haben. Ja, das eine ist kurze Intervall und der große Intervall genau, halt. Ne? Genau. Also was ich bei der allgemeinen Absicht, also was du jetzt da gerade von dem du gerade gesprochen hast mit dem Zweifel, finde ich jetzt, was ich immer schade finde, also dass Menschen zweifeln und also wenn ich jetzt zurückblicke auf die jahrzehntelange Arbeit, gell, sind viele Menschen, die von Anfang an dabei sind und viele, die mal aufgehört haben und wieder zurückgekommen sind. Und es ist alles in Ordnung, von aufhören und bis nicht wiederkommen. Und es ist auch völlig egal. Aber was ich persönlich eigentlich schlimm finde, ist, wenn man etwas macht und im Nachhinein das dann so nichtig für sich macht. Also, dass man so, also fast böse, weißt du, wie ich meine, so, ich meine, ich kann ja sagen, ich habe jetzt was gemacht in meinem Leben, bin spirituell in den Weg gegangen oder im Menschlichen, ich habe eine neue Sportart ausprobiert, aber ich habe gemerkt, das ist nichts für mich. Oder dieser Weg ist nichts für mich und so. Ist ja alles okay. Aber die Menschen, die dann so fast bösartig werden, die nehmen sich auch sehr viel weg. Weil Energien natürlich darauf reagieren. Ja, klar. Ja, die wollen da nicht sein. Also, und das ist, wäre jetzt auch mal ein eigener Podcast, Fülle. Ja, also Energien binden sich ja immer dort an, wo sie willkommen sind, weil sie eben lebendig sind. Und Energie ist nichts Totes und nichts Starres. Ja, aber das wird oft verwechselt. Ja, aber es ist schön, dass du es auch noch bildlich machst. Ja? Das ist ja wichtig. Und wenn du etwas Lebendiges hast, dann gehst du dorthin, wo du willkommen bist und wo du Liebe spürst. Und die Energien machen genau das. Sie gehen dorthin, wo sie sich anbinden können, wo sie willkommen sind. Und umso mehr ein Mensch dagegen kämpft, also indem er das alles so schlecht macht, umso weniger wollen die Energien dorthin zurückgehen. Das ist halt ein energetisches Grundprinzip. Ja? Und das sollte sich jeder Mensch auch für sich überlegen, wie er damit umgeht. Es ist im Menschlichen wie im Spirituellen. Es ist kein Unterschied, weil alles Energie ist. Oder gehst du gern zu einem Menschen, der dich nicht willkommen heißt, der dich gar nicht sehen will? Doch, regelmäßig. Ja, so ist es. Und was ich auch noch so merke mit der Absicht, ist, dass die Menschen auch dazu neigen, sehr streng mit sich zu sein. Also gerade was das Spirituelle betrifft, sind die Menschen so überaus streng mit sich. Also viele Menschen glauben ja einfach, wenn sie spirituell sind, dürfen sie das nicht oder sollen sie das nicht und dürfen nie zweifeln, müssen immer gerne den Schritt wiederholen, müssen das und hier und dort und so. Das ist schon eine Strenge, die ich persönlich jetzt nicht gut finde,
weil Spiritualität sollte immer Freude bereiten. Und umso strenger man mit sich selbst ist, umso enger wird man. Und umso mehr Leichtigkeit in dir ist oder du, ich kann jetzt nur für unseren Weg sprechen, wenn du die Schritte mit Freude und Leichtigkeit gehst, wirst du sehr viel mehr erreichen. Ja. Du redest aber auch hauptsächlich jetzt noch von dem Empfangen-Teil. Ja. Es gibt ja auch noch einen Wirkteil, da könnte schon auch ein bisschen mehr Verantwortung drin sein, der dann nicht unbedingt manchmal von Leichtigkeit geprägt ist, oder? Oder darf es noch anders betrachtet werden? Meinst du die Verantwortung, die Genau. man übernimmt? Ja, das ist halt, das haben wir auch schon, glaube ich, bei der Spiritualität im Podcast auch drin gehabt. Ich finde ganz wichtig, dass man die Verantwortung für alles, was einem im Leben begegnet, die Verantwortung übernimmt. Das finde ich etwas ganz Wesentliches. Und dazu gehört auch, dass ich die Verantwortung für meinen spirituellen Weg übernehme. Also wenn ich jetzt Energien aufnehme, egal welchen Weg ich auch wähle, also wenn ich Energien aufnehme, muss ich auch die Verantwortung tragen, diese Energien zirkulieren zu lassen, was geschieht mit mir, was passiert mit der Ausdehnung, wie verändert sich etwas in mir, das gehört ja alles dazu. Und dann kommt natürlich auch das, ich möchte mich nicht wiederholen, weil das war schon mal in einem Podcast, dass es einfach Menschen gibt, die vielleicht aus einem falschen Beweggrund in die Spiritualität kommen, wenn es überhaupt einen falschen Beweggrund gibt, aber dann die Erwartungshaltung halt die ist, wenn ich jetzt das mache, dann erfüllt sich das, dann erfüllt sich das, dann erfüllt sich das. Also ich hatte auch schon Kunden und früher noch, wo Gruppe war und so, gell, wo dann tatsächlich Menschen gesagt haben, also jetzt mache ich die Schritte und habe für mein Konto 20.000 damals noch Mark bestellt und die sind immer noch nicht drauf. Also für sowas ist die geistige Welt ja nicht zuständig. Das sind halt dann so Menschengedanken, die nicht zuträglich sind, die eigentlich getrennt von der Spiritualität sind. Das ist halt diese Ursache- und Wirkungsprinzip, also gerade bei der Fülle auch. Und mit allen Energien ist es so. Also du musst schon die Verantwortung übernehmen. Also du kannst nicht die geistige Welt dafür verantwortlich machen, ob du krank bist, ob du Geldmangel hast oder ob du enttäuscht in der Liebe bist oder wie auch immer. Da muss das. Ja, vielleicht habe ich auch ein bisschen an dir vorbeigeredet oder mich schlecht ausgedrückt. Du hast halt einfach gesagt, dass das so wichtig ist, dass diese Freude immer in der Spiritualität mit dabei ist. Und das stimmt natürlich, ist ja ganz klar. Ich wollte halt nur den Menschen den Druck wegnehmen, die vielleicht ab und zu mal nicht so viel Freude empfinden. Ob es auch Situationen gibt, wo es vielleicht auch ein bisschen ernsthafter ist, weißt? Es ist immer ernsthaft. Also schau mal, Benni, du kannst ja nicht Leichtigkeit und Freude sagen, wenn du Leichtigkeit und Freude empfindest, ist keine Ernsthaftigkeit dahinter. Also ich glaube, dass es nichts Sinnhafteres und Ernsthafteres als die Spiritualität gibt. Ja? Deswegen kannst du es trotzdem mit Freude und Leichtigkeit machen. Das ist ja, also. Aber wenn mal nicht Freude und Leichtigkeit mit dabei ist, dann ist es auch okay, oder? Dann ist es auch okay. Das ist halt wie, also es gibt ja viel menschliche Dinge, die man in seinem Leben tut, weil sie einen gut tun und man hat nicht immer Lust drauf. Und man tut sie aber trotzdem, weil man weiß, sie tun einen gut und so ist das in der Spiritualität auch. Das darf man nicht überbewerten. Also es gibt einfach auch mal, also bei den unzähligen Schritten jetzt, also gibt es Schritte, wo Widerstände auftauchen oder Schritte, die man einfach nicht so gerne wiederholt und dann gibt es Schritte, die man andauernd anhören könnte, wo man einfach viel mehr fühlt, als wie vielleicht beim anderen Schritt. Deswegen sollte man trotzdem Schritt für Schritt gehen. Ja, ich weiß nicht, ob du das gemeint hast. Also ich kann es sehr schwer erklären, weil für mich es eben anders ist, als vielleicht für dich oder für viele andere Menschen auch. Für mich gibt es ein Leben ohne Spiritualität. Gibt es einfach nicht. Also deswegen kann ich es auch so schwer trennen, weißt? Also ich meine, ich bin auch nicht immer nur gut aufgelegt. Deswegen bin ich nicht weniger spirituell.
Und manchmal habe ich vielleicht auch keine Lust, einen Schritt zu wiederholen. Würde mir auch lieber gern, was weiß ich, auf Netflix was anschauen. Da mache ich es halt. Deswegen, also ich mache mir da keine Gedanken. Genau. Das ist ja das, was ich eigentlich hören möchte. Ne? Das ist diese Strenge. Ja, den Druck, den sich manche Menschen machen, das ist völlig unnötig. Gibt es etwas, was ich dich vielleicht nicht gefragt habe, was in Bezug auf die Absicht vielleicht noch wichtig zu erwähnen wäre? Ich glaube, dass einfach die Grundessenz für die Absicht auch das Tun ist, natürlich. Also jetzt kann man einfach wie im Menschlichen, man kann, wenn man sagt, ich habe die Absicht, Sport zu machen, kannst du die Absicht noch 10 Jahre haben, wenn du nicht anfängst, Sport zu machen, bringt dir die Absicht nichts. Und bei den Schritten oder in der Spiritualität ist es ähnlich. Also diese Absicht ist verbunden mit dem, etwas zu tun. Wie gesagt, diese Energien aufzunehmen, zu bündeln, sich zu fokussieren, um sie dann ausdehnen zu können, erfordert ja ein Tun. Und wenn das Tun auch das Loslassen ist, oder? Wenn das Tun, ja, das Loslassen gehört natürlich auch dazu. Mhm. Aber das passiert ja eigentlich automatisch und da kann man jetzt wieder, kommt man von A nach B, da könnte man wieder einen eigenen Podcast machen, könnte man vielleicht auch mal tatsächlich machen über den mystischen Heilgeist. Sehr interessant. Was ist eigentlich Mystik? Und Mystik ist ja das Bewusstsein, dass es etwas gibt, was größer ist als du selbst. Und wenn diese Energie Einzug hält in deiner mentalen Ebene, bist du frei. Und dann denkst du auch nicht mehr an Loslassen. Ja, natürlich. Ja, wieder, dann lasse ich für heute von dir mal los. Ja. Und freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch, Benny. Bis dann. Bis dann.